So, und wie kam es bei mir jetzt nun zum Aufenthalt im Krankenhaus mit Notoperation? Also ich war mit meinem Stealth-Camper, also ein kleiner Peugeot umgebaut mit einem Brett drin, dass ich daran schlafen konnte, und bin dann halt mit meinem Fahrrad hinten drauf von Nationalpark zu Nationalpark in Südfrankreich unterwegs gewesen, habe dort Tagestouren gemacht, und Ziel war dann halt zu den Pyrenäen ranzufahren und dann vom Mittelmeer zum Atlantik hoch und zurück durch die Pyrenäen als Bikepacker mit Zelt zu fahren. Naja, und jedenfalls so ziemlich kurz vor den Pyrenäen, habe also einige Tagestouren gemacht. Das war auch ziemlich heiß die Zeit, bekam ich irgendwann Bauchweh und nahm an, dass ich mir, weil halt das Auto immer so warm war und ich da Nahrungsmittel drin hatte, dass ich mir irgendwie den Magen verrenkt hatte oder irgendwie sowas, dass ich deswegen Bauchschmerzen hatte, und machte mir da keine großen Sorgen und habe die erstmal so gelassen und dachte, naja, es geht ja irgendwann weg. Und dann ging es aber nicht weg, wurde so ein bisschen schlimmer, war aber gut auszuhalten. Und ging dann irgendwann zur Apotheke und wollte Kohlekompressen kaufen. Also ich dachte, ich habe irgendwie Vergiftung, die will ich damit rausholen. Also nach so ein paar Nachfragen der Apothekerin hat sie mir dann, weil sie also doch mehr, ich musste bei Krämpfen doch mehr beantworten, dass es krampfartig ist und ich also keinen Durchfall oder sowas habe. Und gab sie mir dann Spasfan, ein Medikament. Und dann bin ich damit losgegangen, habe mich dann im Auto aufgehalten. Irgendwie, ich glaube, 2 Tage damit noch. Aber die haben irgendwie auch nicht geholfen. Dann wurde es dann irgendwann so schlimm, dass ich dachte, nee, ich muss doch mal Mediziner um Rat fragen. Und hatte mir rausgesucht, da irgendwie eine Klinik, die da in der Nähe war. Bin da dann nachts hingefahren und die war aber geschlossen. Und dann merkte ich dann auch, dass ich, also ich habe kaum geschafft, irgendwie zur Tür zu gehen, um da zu klingeln. Ich hoffte, dass dann einer kommt, aufmacht. Und habe gemerkt, nee, das klappt überhaupt nicht mehr. Auch zum Auto. Es hat scheinbar ewig gedauert, bis ich wieder zum Auto war, obwohl das gefühlte 20 Meter waren bis zu dem Haupteingang. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich rufe jetzt einen Notarzt, weil ich dann halt nur Englisch, Französisch kann ich nicht sprechen konnte. Haben die dann einen dazugeschaltet, mit dem konnte ich dann in Englisch erklären, was ich hatte, wo ich genau bin. Und dann kam irgendwann die Ansage, ja okay, Firefighters are coming. Und dann kam halt der Rettungsdienst und hat mich dann nach Montpellier gefahren, in ein Krankenhaus. Und dann lag ich dort mit vielen anderen Notpatienten in so einem großen Saal. Und dann hieß es, also irgendwie kam dann die Frage, ob ich einen Painkiller haben möchte. Dann meinte ich, ja, Painkiller wäre gut, es ist nicht mehr gut auszuhalten. Und dann lag ich da halt ein bisschen rum und hieß es, okay, wir gehen durch den Scanner, weil man konnte da nichts sehen. Also alles, wo die nichts sehen können, scheinbar wird durch den Scanner gejagt. Das sieht so aus wie so eine Röhre, wenn man MRT oder CT bekommt. Das ist ja so eine lange Röhre und das ist dann so eine kurze Röhre. Da wird man einmal durchgeschoben. Und eine Stunde später kam dann einer zu mir, da war ich wieder in so einem großen Saal, wo ringsrum Notfallpatienten lagen. Und dann sagten sie, okay, Appendix, Not-OP, bist heute operiert. Und okay, also Blinddarm ist durchbrochen oder geplatzt, wie auch immer man das nennt. Und dann dauert das einen kleinen Augenblick, wo ich abgeholt, dann kam ich ins Uniklinikum, wo ich da wieder mit dem Rettungsdienst hingefahren, wo ich da vorbereitet auf eine Operation war. 11. September, ne? Das Datum kennt jeder. Für mich ein zweites wichtiges Datum, weil es Geburtstag meines Sohnes ist. Und dann habe ich, als ich dann da auf der Liege war und vorbereitet wurde für die OP, dann konnte ich meinem Sohn noch einmal anrufen und ihm zum Geburtstag gratulieren. Und dann ging es dann in so einen hochmodernen Operationssaal, in so einem uralten Gebäude, so eine Uniklinik halt. Und dann bekam ich die Maske auf und dann war natürlich irgendwann ein Aufwachraum, wo ich dann geweckt, kam dann irgendwie auf eine Station. Am nächsten Morgen kam dann die Operateurin zu mir und hat dann mir erzählt, was ich habe oder was sie gemacht hat. Da habe ich dann mein Handy genommen und ChatGPT als Übersetzer benutzt, um mich mit ihr besser, genauer unterhalten zu können, dass sie mir das gut erklären kann, was ich da genau habe. Das war zum Glück dann mein Handy, mein ChatGPT. Ich habe dann später auch nochmal den Arztbrief, den man ja bei Entlassung mitbekommt für den Hausarzt, den habe ich dann eingescannt, anonymisiert, sodass also in den gleichen Kanal, wo auch die Unterhaltung war. Und so konnte dann die KI mir recht gut sagen, was ich da letzten Endes habe, in welchem Grad das war, wie knapp das vielleicht war, dass das bedrohlich wird, also richtig bedrohlich, sprich eine Sepsis. Das werde ich gleich nochmal hier über die KI aussprechen lassen, dass sie das mal so ein bisschen im Detail mehr mit medizinischen Fachbegriffen erklärt, was es war. Also mein Blinddarm, der war halt offen oder kaputt, geplatzt.
Da ist dann ziemlich viel Inhalt in die Bauchhöhle eingedrungen. Ja, und dann kam es halt dadurch zur Bauchfellentzündung. Und die war bei mir auch ziemlich weit fortgeschritten. Genau, also sie sagte, das war bis zur Leber hoch und sie sagte, es sei eine recht schwere Operation und lang gewesen. Sie haben also ewig gespült bei mir den Bauchraum. Jetzt habe ich also ein paar Löcher im Bauch, wo drin die da operiert haben oder wodurch sie operiert haben und gespült haben. Ja, sie kam am nächsten Tag dann nochmal, hat dann nach dem Rechten geguckt, hat mir dann auch nochmal was erzählt, wieder über die KI dann übersetzen lassen. Ja, dann lag ich dann auf Station auf dem Einzelzimmer, zum Glück, ne, als Kassenpatient. Hatte da dann echt meine Probleme. Also ja, die Bauchdecke wird ja mit Luft angehoben. Das ist dann irgendwie, wirkt dann alles ziemlich dick bei mir. Ja, also mir ging es dann auch wirklich richtig übel und schlecht. Und also ich habe mal wegen auf dem Rücken liegen können. Irgendwann ging es dann auch mal, dass ich mich auf die Seite drehen konnte, weil ich dann irgendwie nicht mehr auf dem Rücken liegen wollte. Also gefühlt hat diese Aktion allein sich um 45 Grad zu drehen, im Bett liegend auf die Seite mal zur Entlastung vom Rücken. Das hat gefühlt eine Viertelstunde gedauert. So lange habe ich mich da schwer getan, mich da zu bewegen. Also aus dem Bett auszusteigen war für mich gefühlt überhaupt nicht drin. Also in den 8 Tagen habe ich dann auch nur zweimal wirklich geduscht. Aus mir hing dann ein Schlauch raus, eine Drainage mit so einem Beutel dran. Da haben die dann täglich das abgelassen und haben dann geguckt, wie weit das aussieht. Über mir hingen dann massenweise, also immer 4, 5, 6 Beutel. Also dann kommt ja das Antibiotikum in Massen im Einsatz. Und dann natürlich Flüssigkeit, also ja, was genau da alles hing. Ach genau, und die Schmerzkiller, ne, da haben sie in Flüssigform, Paracetamol war das, meine ich, in mich reingekippt. Und die Tage verliefen dann so, dass die regelmäßig Bluttests gemacht haben. Dann kamen dann 2 Doktoren rein. Die haben sich wohl damit beschäftigt, diese Bakterienflut, also die Entzündung runterzukriegen in mir. Da wurden dann regelmäßig Bluttests gemacht und dann sagte man mir, das wird dann wohl in so einer Petrischale wird das dann gezüchtet, um festzustellen, welche Bakterien oder welches Bakterienspektrum ich dann da habe, was bei mir noch die Entzündung ausmacht. Genau, und er sagte aber, die brauchen 4 Tage, um zu bestimmen, was es ist. Und dann bekomme ich das richtige Antibiotikum, was wirkt. Das Protokoll, was ich da erstmal bekommen habe, war Standardprotokoll. Also was genau das ist, weiß ich nicht. Bei der Bekämpfung von Infektionen und Bakterien war es auch noch so. Also 4 Tage lang konnte ich überhaupt nicht schlafen. Also keine Minute. Zumindest kann ich mich an keine erinnern, sodass ich am 4. Tag dann wirklich so fertig war, dass ich da darum gebeten habe, dann Schlafmittel zu bekommen. Und dann ging es auch die letzten 4 Tage nur noch mit Schlafmittel, dass ich überhaupt schlafen konnte. Und das auch nur schlecht als recht. Ja, irgendwann kam halt die Info, okay, also die haben nicht rausbekommen. Also es mit dem herausbekommen, welches Bakterien genau drin ist oder Spektrum vielmehr. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Dann haben sie gesagt, okay, wir machen wieder Bluttests, um das nochmal anzuprobieren. Und das hat dann irgendwie aber auch nicht hingehauen. Also letzten Endes hat zum Glück dieses Standardprotokoll, also die Standardantibiotikum, was sie mir reingetropft haben, hat dann irgendwann geholfen, dass es runterging mit den Entzündungswerten. Genau, und dann ging es aber irgendwann wieder hoch mit den Entzündungswerten. Und da hat sich, also Grund scheint zu sein, dass sich hier wo die Tropfe rein, das geht ja alles in eine Kanüle, in den Arm nur rein, wird dann da gemischt. Und dass sich das dann auch noch entzündet hatte. Und deswegen kamen wahrscheinlich wieder höhere Werte. Und die gingen dann aber nach 2 Tagen dann auch wieder runter zum Glück, sodass sie irgendwann sagten, okay, ich kann jetzt gehen. Und ich fühlte mich überhaupt nicht in der Lage, da jetzt irgendwie das Krankenhaus zu verlassen. Ich war also so fertig. Genau, und die sagten, okay, also bei uns bist du durch. Und die Ärztin kam dann nochmal, die riet mir, weil sie fragte, was willst du tun? Meinte ich, ja, ich sehe zu, dass ich nach Hause komme. Und er sagte, okay, das sei nicht so die beste Idee, ich soll besser in der Nähe bleiben, dass wenn wieder was passiert, dass ich dann relativ schnell wiederkommen kann. Und dann habe ich überlegt, ich hatte leider bei der Reise keine Auslandsreise, Krankenversicherung abgeschlossen, mit der man dann so einen Rücktransport bekommen hätte. Da ich ja mit dem Auto da war, also 1800 Kilometer von zu Hause entfernt, in Norddeutschland wohne ich ja, habe ich dann so überlegt, wie klappt das mit der Familie, ob dann irgendwie meine Tochter, die damals in Kroatien war, ob die dann irgendwie einen Flieger bucht, hierher fliegt und mich dann mit dem Auto abholt oder ich irgendwie in die Bahn geht und sie dann das Auto zurückbringt und so, also oder Flieger. Aber es ist halt immer schwierig, wenn man ein Rad mit hat, was man dann nicht da einfach wegschmeißen will.
das dann irgendwie in den Flieger zu kriegen, vor allen Dingen alleine, wo man also kaum richtig gehen kann und mehr sitzen möchte, als dass man stehen möchte. Ja, letzten Endes habe ich gedacht, okay, ich versuch's. Ich hatte ja kein Problem mit Einschlafen, obwohl ich ziemlich übermüdet und fertig war. Und habe dann gesagt, okay, ich versuche es, im Auto Richtung nach Hause zu fahren. Und der Notfallplan wäre dann, wenn ich merke, ich schaff's nicht, ich komme dann irgendwie in eine Art Sekundenschlaf oder so, dann hätte ich da den Wagen gestoppt und wäre meine Frau mit dem Zug angereist und dann wären wir halt zusammen dann zurückgefahren. Ja, im Krankenhaus war dann ich glaube am 3., 4. Tag war das dann auch noch so, dann kam noch was weiteres hinzu, dass ich dann mitten in der Nacht dann irgendwie mich aufrichtete, weil ich merkte, irgendwas ist im Bauch nicht in Ordnung. Machte dann, ja, das war, glaube ich, wenn das fotografiert worden wäre, wird das aussehen wie in so einem einfachen Zombie-Film, wo dann so eine Art Zombie den Mund aufmacht und dann läuft da ewig lang warme, rote, braune Flüssigkeit aus einem raus in großen Mengen. Und also ich habe da alles, also es war nicht wirklich, dass man so speit oder so, sondern ich machte nur den Mund auf und dann lief das und lief das. Hatte ich noch nie gehabt, so einen Scheiß. Und dann, ja, also jedenfalls hat sich der Körper entschlossen, also den Magen dicht zu machen oder den Darm abmagen. Der war dann dicht. Magenverschluss oder Darmverschluss, irgend sowas ist das. Ja, dann irgendwann habe ich dann gebimmelt, dann kam dann einer rein, hat das Delirium oder das Desaster gesehen und dann zack waren dann 4 Schwestern da. Ja, haben mich dann da komplett umgekleidet, Bett neu gemacht und genau, natürlich das dann ins Protokoll geschrieben. Ja, ab dem Moment wurde ich dann mit Kunstnahrung ernährt. Das war so ein großer weißer Beutel, auch als Tropf, dann wurde so eine weiße Pumpe in mich reingepumpt, dass ich überhaupt irgendwie Nahrung bei mir behalten kann. Appetit hatte ich nicht, also die hatten gesehen, Frühstück haben die gegeben. Das war dann nur so ganz dünne Zwiebackscheiben, ein bisschen Butter und Marmelade, das war das Frühstück für mich, weil sie ja ahnten, dass ich ja nicht wirklich gut essen kann. Und davon habe ich eigentlich überhaupt nichts essen können. Irgendwie auch trinken, also es gab dann so eine Art Schokolade, das habe ich so ein bisschen geschafft zu essen, 4 Tage lang. Ne? Bis dann, wo auch immer das herkam, irgendwie diese ganzen Flüssigkeiten da aus dem Mund alle rausflossen. Und ja, die Kunsternährung blieb dann auch 4 Tage dann noch bis zur Entlassung. Und irgendwann merken sie, okay, es geht so ein bisschen besser. Dann hat er gesagt, okay, du brauchst irgendwie musst zu Kräften kommen, du musst jetzt irgendwie was essen. Und dann gab es dann so ein Hühnchen, auch super lecker, ich konnte wieder was essen. Nicht viel, habe da auch ewig dran rumgeknabbert, bis ich das drin hatte. Mit bisschen Gemüse, da habe ich mich richtig gefreut, mal wieder was Herzhaftes, Gutes da runterzubekommen. Irgendwann kam ich dann halt raus, da musste ich halt irgendwie zusehen, dass ich dann zu meinem Auto kam, das irgendwie so 40 Kilometer weit weg war dann. War heiß, wie gesagt, über 30 Grad hatten wir. Dann hatte ich mir dann ein Uber besorgt, das erste Mal Uber gefahren, damit es nicht ganz so teuer wird wie Taxi, weil Bus habe ich gemerkt, schaffe ich niemals irgendwie zum Bus zu rennen und dann da mit dem Bus irgendwie hinzukommen. Und dann ins Auto rein. Und dann zugesehen, dass ich dann knappe 1800 Kilometer irgendwie hinbekomme in 2, 3 Tagen. Und dachte, ich fahre erst mal los, mal gucken, wie sich's anfühlt. Ja, es ging. Also da ich ja weiterhin eher das Problem hatte, einzuschlafen, also nicht einschlafen zu können, sondern eigentlich immer wach war. Und ich interpretiere, dass der Körper in diesen ersten 4 Tagen um sein Überleben gekämpft hat und an Schlaf da nicht zu denken war. War also ziemlich auf der Kippe das Ganze. Die Nachhausefahrt ging dann doch besser, als ich erwartet hatte. Habe dann irgendwie am ersten Tag 800 Kilometer fahren können, so halbe Strecke ungefähr. War dann so an der Mosel. Bin ich dann von der Autobahn da runter, hatte ich ja so ein Bett im Auto, so ein Brett mit Matratze drauf und hatte mich dann da hingelegt. Abends um 10 Uhr war ich da, ja, und hatte dann gemerkt, mit Schlafen ist wieder nichts. Bis 4 Uhr nachts lag ich da mehr rum und war auch schon ziemlich kühl dann, weil es ein bisschen höher war. An der Mosel, so Mitte Frankreich war das. 4 Uhr irgendwann merkte ich, okay, bin ich doch eingeschlafen, habe also dann 3 Stunden schlafen können. Und komischerweise, nach 3 Stunden Schlafen, ist wie beim Randonneursfahren, ist man doch mehr erholt, als man vielleicht zu träumen gewagt hätte. Und habe dann den 2. Tag das auch geschafft und war dann Mitternacht zu Hause. Und genau, hatte aber auch das Gefühl, dass es also vertretbar ist, in dem Zustand zu fahren. Das klappte besser, als ich erwartet hatte. Und hatte, das ging ja im Krankenhaus auch schon los, so eine Art Durchfall. Also ob jetzt so Flatulenzanlagen, also das war ja das Gefühl immer da.
konnte ich dem nicht Lauf geben, weil ich halt nicht wusste, ob das dann feucht wird oder nicht. Ne? Das hieß dann, die Rückfahrt war dann auch noch so geprägt, dass ich also ständig anhalten musste und dann die Hose runterziehen musste, ne? Um zu sehen, ob das nur Gas war oder ein bisschen mehr. Von daher war das jetzt von daher auch nicht so trivial oder eher aufwendig, als dass man sich einfach auf den Highway da setzt und dann Kilometer um Kilometer fährt. Vielleicht war es aber ganz gut, dass ich dann immer mal so kleine Pausen hatte und dann bin ich sanft nach Hause gefahren. Ja, also das ist meine Geschichte gewesen zu Blinddarm mit Bauchfell plus halt Magenverschluss plus eventuelle Probleme, weil die Bakterien nicht richtig bekämpft werden konnten, es denn zur Sepsis hätte kommen können. Bei einer Sepsis, ich bin mir nicht sicher, aber man sagt wohl, die Überlebenschancen sind weniger wie die Hälfte. Also die ganzen Organe nachher irgendwann mit Bakterien angegriffen werden und man dann irgendwie an irgendwelchem Organversagen dann das nicht überlebt. 11. September, weiß ich denke mal bedeutsam wegen der Historie in den USA. Für mich als zweiten wichtigen Tag halt Geburtstag meines Sohnes. Ja, ab nächsten Jahr werde ich da dann irgend so eine Art kleinen Geburtstag ist es ja nicht, aber so eine Art Geburtstag dann feiern. Ja, das ist also meine Geschichte zu diesem einen Vorfall, den ich wahrscheinlich nie vergessen werde.